Willkommen zu dem Tutorial Lerne Programmierung mit C. Heute möchten wir unser erstes Programm hier schreiben. Auf alle Fälle diese Entwicklungsumgebung schreibt das selber. Also erstmal brauchen wir ein Projekt. Da müssen wir unter File New eine neue C++ Projekt öffnen. Hier schreiben wir einfach C-Managed Build. Next. Schreiben wir unsere Projektname. Hello World. Da musst du auf alle Fälle, wenn du Empty Projekt wählst, dann kommen keine andere zusätzliche Automatismus dabei. Deswegen kannst du einfach hier die Hello World ANSYS Projekt wählen. ANSYS steht für American National Standards, die man für C festgestellt hat. Und dann wählen wir unsere Toolchains, also mit GCC Compiler. Und dann machen wir mit dem Next zu der nächsten Seite. Hier schreibt man auch den Autor. Und dann kannst du hier auch deine Copyright Notice machen, Hello World und unsere Source-Verzeichnis innerhalb der Projekt. Mit Next sehen wir auch hier die Configurations, dass ich auch einen Debugger und Release auch gerne möchte in diese Ausführung. Das werde ich dir auch später alles erklären. Und dann drückst du einfach Finish. Jetzt sehen wir hier, dass unter Projekt Explorer den neuen Projekt Hello World geöffnet ist. Das ist dein neues Projekt. Und wie du siehst, den Hello World Programm hat die Entwicklungsumgebung schon selber geschrieben. Also da brauche ich nichts machen. Ich kann jetzt den Computer befehlen, dass er zu dem Welt Hallo sagt. Ja, wir können nochmal in diese Projekt Arbeitsplatz gehen. Da siehst du schon, dass deine Hello World hier gespeichert ist. Da sind bestimmte Metadaten und andere temporäre Daten, die Eclipse hier auch generiert. Aber innerhalb dieser Hello World siehst du auch die Source, wo die C-Datei ist. Und kannst auch mit dem C-Programm öffnen. Gleich muss ich dir mal ein paar Sachen hier zeigen. Das ist, wie ich auch in dem vorherigen Intro-Kapitel auch erwähnt habe, hier ist der Editor. Momentan ist unsere Source-Datei hier Hello World C, also C-Programme enden immer mit C. Also es gibt natürlich jetzt, sagen wir auch dem Computer, was er hier machen muss. Wenn so ein Programm hier steht, jetzt erkläre ich euch dann von dem Zeile 1 bis 18, was alles hier steht. Also das hier steht eigentlich für Kommentar. Also das heißt, wenn du in deinem Codeblock, wo es hier grün ist, schreibst, das nimmt der Compiler weg. Also das ignoriert er komplett. Das ist hier sozusagen ein Kommentar. Du kannst einfach solche Kommentare auch geben, indem du hier dann schreibst. Wie du siehst, das wird dann alles auskommentiert oben, weil das ist ein Anfang der Kommentar. Du schreibst was, zum Beispiel To-Dos, was du alles machen willst in deinem Code. Dann kannst du diese Kommentare genauso mit Stern und Backslash ausmachen. Also das sind die Kommentare. Unter diesen Kommentaren steht mein Name, Autor, also der Programmname, mein Autor, Copyright, Description. In dem Description kannst du sagen Hello World und C, was das Programm macht, also Standardprogramm-Kommentaren. Hier siehst du natürlich jetzt mit dem Latin Cross Includes. Diese zwei Zeilen sagt den Compiler, ja, an der Stelle nimm mal von der Bibliothek den Studio.h Header-Datei und std.lib. Sozusagen, das sind zwei Libraries. Die kann man auch als Bücher sehen. Wir schreiben was, wir sagen aber, wir nehmen von diesen Bibliotheken auch ein paar Sachen mit. Das würde ich auch jetzt erläutern. Also erstmal bleibt das so, also das sind unsere Includes. Das sind so fertiggestellte Standardbibliotheks von dem C, die muss man nicht extra, also ich muss hier den Putz, was hier diese Putz macht ist, schreibt einfach in dem Ausgabe Hello World. Also wenn ich den Programm in Command Prompt in dem DOS-Modus öffne und dann lasse ich das laufen, dann sagt er mir Hello World. Und diese Putzfunktion, das ist eine Funktion. Das heißt eigentlich, ich schreibe in dem Ausgabe zu dem Prompt Hello World. Und diese Putzfunktion ist in dem Standard
Input-Output Library drin. Also das ist eine Standard Input-Output Library. Was ist alles da drin? Wenn du hier in deinem Google schreibst stdio.h, da siehst du direkt hier in Standardbibliothek, was er alles hier macht. Wenn du nach Putz suchst, okay, das ist F-Putz. Putz schreibt die Zeichenkette S und einem Zeichen renne in std-out. Also das ist die Output, das ist dein Bildschirm. Die Funktion liefert End of File, wenn ein Fehler passiert, andernfalls einen nicht negativen Wert. Ja, also wenn da ein Fehler ist, liefert er nichts. Okay, gut. So viel dazu. Also diese int main void. Int ist auf alle Fälle ein Variabeltyp. Das würde ich auch später dir erklären. Das heißt, dass wenn der main, das ist die Programmroutine. Also main heißt eigentlich, das ist meine Compiler. Was der Compiler erst macht, der Übersetzer, der sucht direkt nach dieser Routine. Wenn du ein Programm schreibst, der sucht nach main. Wenn er diese Routine findet, dann sagt er, okay, das ist mein Start. Ja, dann startet er dieses Programm. Immer zwischen dem geschweiften Klammer kannst du deinen Code reinschreiben. Geschweifte Klammer auf, geschweifte Klammer zu. Also das heißt, das ist dein Main-Programm. Und der braucht diese zwei Bibliotheken. Include Standard IO und Include Standard Library. Also ohne Standard Library würde das Programm nicht starten. Das werden wir auch gleich sehen. Return Exit Success ist 0. Also das ist eigentlich eine Konstant. Diese Exit Success ist in dem Standard Library definiert, dass das einen Wert 0 hat. Also da kannst du auch hier direkt eine 0 schreiben. Das ist ein gleicher Effekt. Also beende das Programm. Das ist erfolgreich. Return 0. Brauchst auch nicht schreiben eigentlich. Das würde auch so funktionieren. Das müssen wir jetzt natürlich, haben wir eigentlich hier nichts geändert. Aber das ist deiner im Editor geschriebene Text. Jetzt musst du das natürlich kompilieren. Wie machst du das? Unter Projekt, also unter dem Menübar Projekt, gibt es eine Build Project. Wenn du das druckst, dann wird dein Programmiercode anhand dieser installierten Compiler übersetzt und dann letztendlich mit einem Linker dann zu einem ausführbaren Datei daraus entstanden. Ausführbare Datei jetzt, ein Programm. Lassen wir unser Programm starten. Wie kannst du das machen? Indem du hier diese Start-Run-Knopf drückst. Also drückst einfach in Run, wählst du dein Programm, ist okay und tada, hast du auf deiner Konsole Hello World. Da kannst du jetzt natürlich hier sagen, auch beliebige Sachen. Immer, du musst das speichern vorher, aber ich meine, das macht er alles, wenn du hier zu dem Start Run drückst. Dann sagt er, ja, soll ich das speichern? Macht dir die ganze Kompilierung nochmal. Der macht das automatisch. Und hier heißt, ich heiße Hakan. Also das ist das erste Programm, was wir gesehen haben. Also frohes Schaffen.